Es ist noch gar nicht so lange her, dass das letzte Video rausgekommen ist, der Neubau Teil 10, jetzt schon direkt Teil 11, weil so viel passiert ist, das konnte ich euch im letzten Video gar nicht alles erzählen. Deswegen gibt es den neuen Teil direkt im Anschluss. Bis gleich nach dem Intro. Könnt ihr euch erinnern, ziemlich zum Anfang, als der Stahlbau hier fertig war, stand ich genau an dieser Stelle. Und mittlerweile komme ich immer dichter dem Türrahmen. Ich wachse nicht, nein, sondern ich stehe wieder höher. Und zwar um 12 cm. Warum ist das so? Ich stehe auf den neuen Estrich. Und der ist mittlerweile hier zu, ich sage jetzt mal, 95% fertig in der Halle. Ja, das heißt, komplette Werkstattbereich, Lagerbereich ist fertig. Die Jungs sind gerade vorne noch im Showroom-Bereich dran und glätten den Estrich, der da reingekommen ist. Davor ist allerdings auch schon wieder was passiert und das zeigen wir euch jetzt. Ja, hier in der Halle ist jetzt sehr schön zu sehen, dass die Hebebühnenplätze ebenerdig sind. Das können wir euch gleich nochmal im Detail zeigen, weil wir ja die 12 cm weiter gekommen sind nach oben. Unter dem Estrich befindet sich noch eine Dämmung nochmal zusätzlich und in den Bereichen, wo halt, ich sage jetzt mal, Kundenverkehr ist oder Büros, ist natürlich auch die Fußbodenheizung gekommen. Zeigen wir euch gleich noch im Detail. Ansonsten ist es hier schon mal sehr schön, dass wir jetzt keine Stolperfallen mehr haben. Ja, bedingt. Jetzt stolpert man nicht über Sachen, sondern vielleicht in Sachen rein, weil wir jetzt plötzlich Löcher haben, ja, da wo die Hebebühnen sind und keine Umrandung mehr in dem Sinne. Und diese Woche kommt tatsächlich auch noch die Fahrbahn für die Hebebühnen. Dann haben wir wirklich keine Stolperfalle mehr, weil dann ist das nämlich auch geschlossen. Da bin ich nämlich auch schon gespannt drauf. Wir haben allerdings immer noch keinen Stromanschluss. Ja. Das Stromkabel ist zwar gelegt, aber ist leider noch nicht angeschlossen. Das ist wieder der Stromlieferant ein bisschen langsam, was das angeht, aber gut. Zeigen wir euch gleich noch draußen mehr, weil da ist das Loch, glaube ich, noch da, wo der Stromanschluss drankommt und auch Wasseranschluss und Telekommunikation. Können wir euch gleich noch mal zeigen. Ja, hier haben wir jetzt unseren Atombunker vergraben und gebaut. Nein, Spaß, das ist der Flüssiggastank, der jetzt hier drunter ist. Ja, den haben wir unterirdisch gemacht. Ja, nimmt halt keinen Platz weg. Ne? Ja, hoffen wir nur, dass wir das Flüssiggas auch demnächst bezahlen können. Ja, nicht, dass das ähnlich gravierende Steigerungen hat, was Preis angeht, wie beim Sprit momentan. Schauen wir mal. Wir sehen. Ist ja nicht so, dass wir das primär benötigen, weil wir ja für Büro, Showroom und auch Lager noch eine andere Heizquelle haben, nämlich die Erdwärme. Und das zeige ich euch gleich nochmal. Hier ist aber, wie gesagt, der Flüssiggastank verbuddelt worden, der natürlich jetzt noch angeschlossen werden muss. Hinter mir seht ihr das Kabel oder die Leitung, wenn man so will, die noch ins Halleninnere geführt werden muss. Und dann wird das mit den Kübler Heizstrahlern dann noch verbunden. Das kommt aber später. Dafür muss erstmal der Estrich richtig austrocknen, damit die Jungs mit dem Steiger wieder oben unter die Decke fahren können. Ja, wir gehen mal zur nächsten Heiz- und Energiequelle. Ja, hier hinter der Halle sind quasi auch 3 Erdwärmebohrungen entstanden. Das sind quasi 3 Bohrungen, die jeweils 99 Meter runter in die Tiefe gingen. Ist quasi so ein Panzer angefahren. Ja, nicht wie in der Ukraine, sondern hier so ein Berge-Bohrpanzer, wenn man so will, der hier 99 Meter nach unten gebohrt hat. Dann hat er da so ein Kabel reingelegt oder mehrere Kabel oder Leitungen. Und die wurden dann halt verbunden und sind dann jetzt hier quasi ins Innere geleitet worden zum Hausanschlussraum. Dort wird dann halt die Wärmepumpe angeschlossen, das kommt aber später. Hier, wie gesagt, sind jetzt die 3 Bohrungen entstanden und die sind dann letztendlich zum Heizen der Showroom und der Büroflächen und der Lagerflächen halt zuständig. Ja, für Warmwasser haben wir dann noch eine Luftwärmepumpe. Die zeige ich euch dann auch später, wenn die mal da ist. Das ist natürlich wieder Lieferzeiten überall. Ne? Aber das ist halt auch ein Gewerk, was mittlerweile unsichtbar, ja, ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und vor allen Dingen ist es regenerative Energie. Das heißt, es kostet mich letztendlich keinen Cent, außer den Strom für die Wärmepumpe. Und das natürlich minimal gegenüber Öl oder Gas.
Ja, hier unter mir ist das nächste Gewerk eigentlich, die sogenannte Rigole. Eine Rigole musste ich auch erst lernen und nachgucken und googeln, was das tatsächlich ist und wie sowas aussieht. Beschäftigt man sich ja in der Regel nicht damit. Ja. Die Rigole ist für eine Wasserversickerung zuständig. Das heißt, wir haben ja versiegelte Fläche, Dachfläche. Ja, und wenn es regnet, entsteht natürlich Wasser und das muss irgendwo hin. Das geht natürlich durch die Regenrinnen und muss dann irgendwo landen. Ja. Wenn man es in die Kanalisation einführt, kostet das Geld. Okay, wusste ich auch nicht vorher. Ist ja schließlich nur Wasser und nicht irgendwie Abwasser oder sowas, aber es kostet Geld. Also haben wir uns gedacht, wir sparen da natürlich auch wieder für die Zukunft und lassen das ins Erdreich versickern. Für das Versickern im Erdreich braucht man entweder sogenannte Auffangbecken. Ja, das sind quasi eine Art Gruben, habt ihr vielleicht mal bei größeren Industriegeländen gesehen, dass es da so ein bisschen runter geht. Das sind so Versickerungsgruben, wo das Regenwasser quasi eingeführt wird und dann kann das da versickern. Dadurch, dass wir allerdings hier platztechnisch so ein bisschen begrenzt sind, wollte ich jetzt nicht Parkplatzfläche oder sonstige Fläche opfern für irgendwelche Gruben. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das unterirdisch über eine Rigole. Ja, eine Rigole, müsst ihr euch vorstellen, das sind zwei so eine großen Kunststoffrohre gewesen, die, ich sage mal, zu einem Drittel mit Kies gefüllt sind und auch wo Kies drumherum ist. So, und da wird das Regenwasser eingeführt und kann dort versickern. Hier mussten wir relativ tief buddeln, das zeige ich euch gleich mal in einem Zwischenschnitt. Hier ist riesen, 15 Meter lang, ein fettes Loch entstanden, richtig tief auch, ich glaube 5 Meter tief oder so. Und dort wurde dann halt diese Rigole eingebaut. Wir mussten leider so tief gehen, weil der Boden hier sehr lehmhaltig ist und ja, in Lehm kann halt kaum Wasser versickern. Und deswegen muss man halt in Erdschicht halt vordringen, wo das Wasser halt auch versickern kann. Und das haben wir hier gemacht, wie gesagt 5 Meter nach unten, 15 Meter lang. Dort wurden diese Rohre reingelegt und der Kies aufgefüllt, Rigole. So, Mann, das dauert. Also das ganze Tor hochzufahren, sitzt hier 10 Minuten dran. Puh, hoffentlich haben wir bald Strom. Apropos Strom. Stromkabel ist ja gelegt worden. Für den es interessiert, es sind 4 mal 150 Quadrat. Das ist so ein Oschi. Wurde hier draußen ein Graben gezogen. Dort ist das Stromkabel reingekommen. Wasserleitung ist reingekommen. Und Telekommunikationskabel ist reingekommen. Leider kein Glasfaser, total ärgerlich. Vor der Halle oder vor dem Außengelände quasi auch, im Bereich der öffentlichen Fläche, ist dann halt ein Loch gebuddelt worden, wo man auf die Leitung halt drauf gucken kann. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, das ist das Loch, was wir jetzt noch haben vor der Halle. Hier ist zum Beispiel das Stromkabel, ja, 4 mal 150 Quadrat, so sieht das aus. Das ist mega steif, das Kabel. Da haben die sich echt einen abgequält, das durch diese Spatenleitung da durchzuziehen, durch diesen Anschluss, weil das muss ja quasi unter der Halle lang gezogen werden. Die haben das quasi von der Halle nach außen gezogen mit einem Radlader. So hart war das. Ja. Also, dann wurde dort nochmal eine Muffe gebildet, um das dann anzuschließen. Zu sehen ist jetzt hier auch noch Telekommunikationskabel und Wasser, so wie es aussieht, ist schon angeschlossen worden. Das überrascht mich jetzt tatsächlich so ein bisschen, aber die Stadtwerke haben uns gesagt, dass es bis zu einem Monat dauern kann, bis der Wasserdruck im Inneren der Halle auf Niveau ist. Und ja, müssen wir mal gucken. Ne? Ich glaube, Wasserleitungen sind so noch nicht fertig verklemmt innen drin, sodass ich das gar nicht testen kann, ohne eine Überschwemmung zu riskieren. Ja. Von daher hoffen wir, dass bald endlich mal das Stromkabel dran ist, damit ich mir nicht wieder da abquälen muss, um so ein Tor auf und zu machen, weil das ist nämlich echt lästig. Weil wie gesagt, diese Woche sollen ja auch noch die restlichen Teile der Hebebühne kommen und die möchte ich schon ganz gern mal mit Knöpfchen hoch und runter fahren, um zu schauen, ob die überhaupt funktionieren. Ja, das soll es gewesen sein für Teil 11 der Videoreihe Der Neubau. Und ja, ich hoffe, ich kann euch kurzfristig wieder ganz tolle neue Sachen zeigen, wie es bei uns in der Halle weitergeht. Bis zum nächsten Video, euer Tino. Ciao.